Als ich mich für die Ausbildung zum Peer für obdachlose Menschen entschieden habe, fiel mir sofort mein eigenes Erleben von Obdachlosigkeit ein. Ich fragte mich, wie ich Menschen, die kein Zuhause mehr haben, unterstützend und begleiten könnte und erinnerte mich daran, wie ich selbst mein Zuhause verloren habe und daran, was ich als unterstützend oder stärkend wahrgenommen habe. Ich möchte daher in dieser Arbeit meine persönlichen Erfahrungen beschreiben und darstellen, warum ich denke, wie es vielleicht für andere Menschen hilfreich sein könnte. Anfänglich war ich noch ein Kind und meine Erinnerungen sind gefüllt mit Bildern der zerstörten Häuser, die durch Bombenanschläge verwüstet wurden und von Soldaten, die unschuldige Menschen abgeschlachtet haben. Wir mussten uns schnell fertig machen und fliehen. Viel konnten wir nicht mitnehmen. Das meiste mussten wir zurücklassen. Meine Familie und ich waren damals dankbar, als uns Menschen unterstützten und uns eine Weile bei sich aufnahmen. Dafür musste ich manchmal auch im Gegenzug für die Hilfe dieser Familie meine psychische und physische Kraft aufbrauchen. Aber damals war ein Krieg und immer wieder trafen wir auch auf Verständnis für unsere Situation. Außerdem waren nicht nur wir bedroht. Krieg bedeutet für alle Menschen eine Ausnahmesituation. Manchmal führen Ausnahmezustände zu Solidarität und Hilfsbereitschaft. Oft bewirken sie aber auch das Gegenteil, nämlich dass Menschen grausam werden und nur noch an ihr eigenes Überleben denken. Später, als ich mit meinem Kind nach Europa fliehen musste, erlebte ich wenig Verständnis. Kaum jemand konnte sich vorstellen, wie es ist, alles verlassen zu müssen, ständig Angst zu haben und nicht Vertrautes mehr vorfinden zu können. Ich erfuhr zwar durchaus Unterstützung, hatte aber leider selten das Gefühl, dass sich Menschen in meine Lage versetzen wollten. Häufig musste ich Ablehnung, Abwertung und Anfeindungen erleben. Ich fühlte mich nicht willkommen und wusste auch nicht, wie und wo ich mit meinem Sohn in Sicherheit leben könnte. Klar war, dass ich die neue Sprache, eine neue Schrift lernen und Arbeit finden musste, um unsere Existenz zu sichern. Nicht so klar hingegen war, wie mir das gelingen sollte, wenn das Erleben von Kriege, Verlust und Gewalt sich im Albträumen bemerkbar machte und sich anfühlte wie ein tonnenschwerer Stein, den ich überall hin mit mir mitschleppte. Ich lernte also Deutsch und lernte auch trotz der tonnenschweren Last aufrecht zu gehen. Die berufliche Orientierung gestaltete sich schwierig und führte in mehrere Sackgassen. Das Erleben von Polizeigewalt und die drohende Abschiebung machte mir klar, ich bin auch hier nicht sicher. Sogenannte Flüchtlinge, vor allem wenn sie Muslime oder Musliminnen sind, durften häufig nicht damit rechnen, willkommen zu sein. Mir war klar, dass von mir und meinem Sohn Integrationswille und Anpassung erwartet wurde. Aber wie sollte das möglich sein, wenn Zugehörigkeitsempfinden so schwer gemacht wird? Immer wieder wurde mir vermittelt, dass ich nicht zugehöre, dass ich anders bin, fremd, unpassend vielleicht. Was ich aber bemerken konnte, war, dass alles, was mich umwerfen sollte und konnte, stärker gemacht hat. Ich musste wieder neu entdecken, wer ich bin und mir selbst bewusst machen, dass ich ein wertvoller Mensch bin, auch wenn ich unter den veränderten Bedingungen nicht ständig die von mir erwarteten Leistungen erbringen konnte. Was mir ermöglicht hat, immer wieder aufzustehen und weiterzugehen, war vor allem meine Identität nicht zu verlieren. Es ist schwer zu spüren, was das Ich ausmacht, wenn vieles nicht mehr existiert, weil es genommen oder verloren wurde.
Wer bin ich, wenn meine Familie nicht mehr da ist, wenn der Lebensort verloren geht, wenn ich nirgendwo mehr hingehöre? Meiner Erfahrung nach sind die Fähigkeiten, die Menschen zum Überleben entwickeln, das, was sie besonders macht und ihnen hilft, nicht aufzugeben. Das kann Verantwortungsgefühl sein oder Durchhaltsvermögen, Spontanität, Humor, Überzeugungskraft und vieles mehr. Wichtig scheint mir dabei vor allem zu sein, dass diese Fähigkeiten jeweils bewusst sind und als Ressourcen geschätzt werden. Wie das gelingen kann, hängt meiner Meinung nach davor ab, wie sehr Menschen an sich selbst glauben und Selbstvertrauen entwickeln können. Dies wiederum hat durchaus damit zu tun, wie sehr begleitende Personen sie darin unterstützen. Aufgrund meiner Erfahrungen ist es mir ein Anliegen, Personen, die aus welchen Gründen auch immer alles verloren haben, keine Zuhause mehr haben und vielleicht hier nirgendwo willkommen sind, zu unterstützen. Ich möchte Ihnen gerne vermitteln, dass ich Sie verstehen kann, dass Sie Respekt verdienen, Ihnen Mut und Hoffnung machen, dass es Wege aus der Obdachlosigkeit und anderen belastenden Lebenssituationen geben kann. Ich kann beobachten, dass viele Menschen wegschauen oder schnell vorbeigehen, wenn sie obdachlose Personen auf der Straße sehen oder Menschen, die um Geld bitten. Vielleicht ist es ihnen unangenehm, Menschen zu sehen, die unter Armut leiden und bedürftig sind. Vielleicht macht ihnen das auch Angst. Meiner Meinung nach braucht es aber viel Mut, um Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Ich hoffe, dass ich aufgrund meiner Geschichte Menschen Mut machen und sie bestärken kann. Die Ausbildung hat mir ermöglicht, mehr Verständnis dafür zu entwickeln, was für Menschen in besonderen Lebenslagen hilfreich sein kann. Ich konnte auch erfahren, wie wichtig es ist, auf sich selbst und die eigene Arbeitsfähigkeit zu achten. Themen wie aktives Zuhören, Ressourcenorientierung oder Achtsamkeit haben meinen Blick auf sinnvolles Arbeiten im psychosozialen Kontext geschärft. Ebenso wichtig war für mich eine Unterscheidung zwischen persönlichen Erfahrungen und damit einhergehenden Bewertungen und den Erfahrungen anderen Menschen treffen zu können. Ich denke, dass mir diese Ausbildung viele Werkzeuge mitgeben hat, um Menschen in höchst belastenden Lebenssituationen gut begleiten zu können. In meiner zukünftigen Arbeit als Peer möchte ich auf Augenhöhe mit Menschen arbeiten, unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religion. Ich kann und will ihnen nicht sagen, was sie tun sollen, aber ich kann da sein und versuchen zu verstehen. Ich kann begleiten und aktiv zuhören. Was ich aber vor allem tun möchte, ist Menschen mit Respekt zu begegnen. Menschenwürde ist meiner Erfahrung nach ein sehr wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, massiv bedrohliche Situationen zu bewältigen. Ich möchte gerne den erforderlichen Mut aufbringen, Menschen zu ermöglichen, ihre Würde zu behalten oder wieder zu erlangen. Ich will mutig genug sein, um selbst immer wieder aufzustehen und auch andere Menschen darin zu bestärken.